Weltethos ist natürlich ein westliches, christliches Programm, weil es von einem im globalen Westen lebenden und tätigen katholischen Theologen entwickelt wurde, Hans Küng. Aber es hatte eben mitnichten das Ziel, eine Einheitsreligion zu konstruieren und Unterschiede einzuebnen, sondern es sollten Gemeinsamkeiten aufgezeigt werden. Und es geht ja dabei auch genau um diese Werte, die den Menschen seit Jahrtausenden überall auf der Welt wichtig sind für ein gelingendes Leben, für ein gutes Leben. Und von Einheitsreligion kann auch nicht die Rede sein. Es geht ja nicht darum, etwas zu vereinheitlichen. Die Unterschiede von Religionen in Fragen des Glaubens, in Fragen des Dogmas, des Ritus, die bleiben doch unverändert. Die haben mit Weltethos nichts zu tun. Weltethos benennt nur das, was die großen Religionsgemeinschaften seit Jahrtausenden in Fragen der Werte gemeinsam haben, was sie gemeinsam vertreten. Nicht nur die Religion, auch die humanistischen Traditionen im Übrigen. Und darum geht es um diesen Konsens und nicht um Vereinheitlichung. Die Ausstellung, die ja zum Ziel hat, Einblicke in die vielfältige Welt der Religionen zu geben, wurden exemplarisch die weltweit zahlenmäßig am weitesten verbreitenden Religionen mit aufgenommen. Aber das sollte keinen eurozentristischen Blick zementieren, was ja auch zeigt, dadurch, dass Bahai-Religion und Sikhismus auch eben präsentiert werden. Und warum wir die Weltreligionen nennen? Gut, damals hat man das so genannt, weil man sagt, das sind eben die größten der Welt. Und wenn Sie Menschen auf der Straße heute fragen, was sind Weltreligionen, dann kriegen Sie in der Aufzählung in der Regel immer die, die wir auch genommen haben. Und natürlich ist der Begriff Weltreligion heute in der Diskussion. Aber ich glaube, so die Durchschnittsmenschen, für die auch diese Ausstellung konzipiert ist, die verstehen genau, was damit gemeint ist. Und deswegen haben wir diesen Begriff bis heute beibehalten. Man könnte meinen, dass angesichts der vielen Konflikte heutzutage Weltethos nur eine naive Idee ist. Aber es ist eben nicht nur ein frommer Wunsch eines Theologen, sondern es geht ganz konkret um die Umsetzung in die Praxis. Die Rolle von Religion ist bei Konflikten nicht zu vernachlässigen, sowohl konfliktverstärkend, aber eben auch zur Friedensstiftung. Und darauf legen wir den Fokus. Wenn wir von Konflikten sprechen, wo Religionen nicht direkt involviert sind, hat sich gezeigt, dass religiöse Akteure, nämlich Religionsgemeinschaften, bei der Friedensvermittlung große Möglichkeiten haben, mehr Möglichkeiten haben oft als die Diplomatie, weil sie gut vernetzt sind, weil es um Persönlichkeiten geht, die Vertrauen genießen nach beiden Seiten hin. Insofern ist die politische Dimension des Weltethos sehr vielfältig. Weltethos beruht auf ethischen Werten und Prinzipien aus verschiedenen Religionen und auch Traditionen. Und damit wird nicht Religion auf Ethik reduziert, sondern vielmehr werden eben ethische Werte hervorgehoben. Und zwar besonders die verbindenden Werte, weil es gibt in theologischen Fragen Unterschiede. Und das ist ja auch in Ordnung und klar. Aber auf der Basis von gemeinsamen ethischen Werten und Prinzipien kann man eben auch Gemeinsamkeiten finden, die das Gespräch und auch das gemeinsame Tun erleichtern. Natürlich hat das seine Grenzen. Wenn wir von einem Konsens in Fragen des Ethos sprechen, dann können dort natürlich nur Fragen beantwortet werden, die auch irgendwo konsensfähig sind. In der Ethik unterscheiden wir die allgemeine Ethik von der speziellen Ethik. Spezielle Ethik wäre zum Beispiel Fragen der Bioethik, der Gentechnik, der Sterbehilfe und solche Fragen. Diese speziellen ethischen Fragen sind in allen einzelnen Religionen innerhalb umstritten. Und da gibt es weder in den Religionen noch zwischen den Religionen irgendeinen Konsens. Insofern können solche speziellen ethischen Fragen nie Thema des Weltethos sein. Uns geht es um die allgemeinen ethischen Standards wie Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Gewaltlosigkeit, Partnerschaft von Mann und Frau, Nachhaltigkeit, Humanitätsprinzip und Gegenseitigkeit.